You're trying to break this heart. Wir sind heute in Karlgjörg und wir haben eine wunderschöne, exklusive, süße Villa für Sie hier. Jetzt gehen wir weiter, kommen Sie zum Pool. Decision and it's true. Diese Villa wurde auf 600 Quadratmetern errichtet und Innenfläche ist also netto 180 Quadratmetern und als Brutto mit der Terrasse 220 Quadratmetern. Kann ich Ihnen sagen, Sie haben hier einen eigenen privaten Pool und einen Gemeinschaftspool haben Sie. Und was wir hinter uns haben, die Villen, also dort haben wir die sozialen Bereiche wie Sauna, Fitness, türkisches Bad, also alles Mögliche, was Sie haben, können Sie auch dort gleich nebenan benutzen. Das ist auch inklusive drinne hier. Jetzt gehen wir rein zu der Villa, kommen Sie mit. Stop playing so you can hide. Look at me. Because Gerade sind wir im Eingangbereich und wir haben einen schönen Jackenschrank hier für Sie verfügbar. Also diese Villa wird voll ausgestattet verkauft. Und von Eingang aus haben wir gleich in meiner linken, von Ihnen in der rechten Seite ein Badezimmer für die Gäste also oder für die untere Etage, kann ich sagen. Wenn wir geradeaus gehen, haben wir einen Hobbyraum, kann ich sagen, oder so einen Arbeitsraum für euch. Also das könnt ihr auch als ein Schlafzimmer, Gästezimmer hier benutzen. Aber die Eigentümer haben das als so ein, also mit einem Schach können Sie hier spielen oder so einen Arbeitsplatz mit dem Schreibtisch und so haben Sie es verfügbar oder sich erholen einfach mit dem Sofa und so Bereich. Wenn wir von hier aus rausgehen, haben wir einen Abstellraum und in der oberen Etage haben wir noch einen Abstellraum. Das haben die von der Sauna zum Abstellraum verändert. Dann haben wir einen großen, wirklich schönen Wohnzimmerbereich mit einem Eckensofa haben sie. Das ist so ein elektrischen, können Sie das aufmachen und dann können Sie auch hier schlafen, also als Bett benutzen, wenn Sie viel zu viele Gäste haben, die übernachten oder so. Kamin wird auch benutzt, ist offen das Kamin. Können Sie in Winterzeit in Ruhe schön das anbrennen und wirklich das schöne Wetter genießen hier. Schönen Fernsehbereich haben wir auch und gegenüber haben wir schöne Pflanzen mit Klimaanlagen überall. Dann gehen wir weiter, haben wir so einen Esstischbereich. Können Sie sehen, das ist wirklich ein großes. Ich denke, das kann man auch so aufmachen. Das sieht so aus, also kann man das verlängern also. Dann, wenn Sie mehr Gäste haben oder so. Dann geht es hier weiter zum Küchenbereich. Also da haben Sie gleich die ganzen Kühlschränke, den Ofen. Dann haben Sie einen Herd, also Gasherd, Abzugshaube ist wirklich ein großes Herd. Haben Sie das für Sie selber? Dann die Kleinigkeiten nimmt der Eigentümer mit, die privaten Sachen. Also vielleicht so den Wasserkocher oder die Kaffeemaschinen zum Beispiel, diesen türkischen Kaffee, nehmen die mit. Dann haben Sie hier noch so einen Platz für den schönen Schrank, also für die Gewürze oder für die Soßen und so weiter. Für ein Backpulver zum Beispiel, Vanillenzucker haben Sie hier reingetan. Ist auch schön praktisch das hier. So was Kleines habt ihr auch noch hier so, könnt ihr auch als Schrank benutzen oder so mit Barhockern können Sie das auch hier auf dieser Seite benutzen. Wenn Sie 2, 3 Personen sind, können Sie hier in Ruhe frühstücken oder so. Ist wirklich gut dafür auch noch. Dann gehen wir jetzt nach oben zu der oberen Etage. Das zeige ich Ihnen, kommen Sie mal mit. Wir sind gerade in der oberen Etage. Hier haben wir eigentlich 3 Schlafzimmer. Aber eins haben die so als so ein, wieder so wie ein Hobbyraum oder für sich selber für einen Erholungsraum benutzt. Von hier nach oben geht es zu der Dachterrasse, haben einen riesengroßen Dachterrasse. Dort gehen wir auch gleich hin, aber erst gehen wir in diesen Zimmer mal rein. Also wenn wir in den Zimmer reingehen, könnt ihr sehen, ist wirklich so süß eingerichtet. Also mit den pinken, lilanen Farben, also können Sie sehen an den Tapeten und so, mit den Schränken und so. Das war eigentlich ein Gästezimmer, aber dann haben die das anders umgewandelt also und als so einen eigenen Platz, so vielleicht so einen Kaffeetrinkplatz oder wie Sie das möchten gerne. Sie können es auch ändern als Schlafzimmer, als Gästezimmer benutzen. Dann gehen wir hier rein. Also das ist das Hauptschlafzimmer, was ihr mit einem Badezimmer, eigenen Badezimmer hier habt. In dieser Etage haben Sie 2 Badezimmern und das Gute ist, von allen Zimmern haben Sie einen Ausgang zum Balkon, was mir gefällt also. Ein Doppelbett, Fernseher, die Klimaanlagen haben Sie, einen riesengroßen Schrank haben Sie hier bereit. Und dann geht es hier rein, haben Sie wieder einen Schrankbereich, so wie einen eigenen, so einen
Ich kann sagen, ist kein Kleiderraum natürlich, aber eigene Kleinigkeiten können Sie hier hin tun. Zum Beispiel Bücher haben die, und ihr könnt sehen, Eigentümer sind die Deutschen. Also die Bücher sind auch auf Deutsch alles. Dann geht es weiter zum Badezimmer. Ein großes Badezimmer haben wir, ist wirklich in einer guten Lage. Das könnt ihr auch von den Fliesen und so sehen alles. Ist sehr sauber, das ist das Wichtige. Und dann gehen wir weiter. Nur ich will sowas noch sagen, diese Villa ist also ungefähr 7 Jahre alt, aber sieht gar nicht so aus. Ist wirklich sehr gepflegt, das könnt ihr auch vom Garten, vom Pool aus sehen. Also dann haben sie noch ein Badezimmer, was für die anderen Schlafzimmer das benutzen könnt. Und hier haben sie normalerweise, könnt ihr sehen, einen Saunabereich, aber ist kein Sauna mehr, sondern die haben das umgewandelt so als so ein Abstellraum, weil sie die Sauna nicht benutzen. Ist viel logischer, denke ich, ist viel cleverer gemacht. Also könnt ihr eure Sachen hier reintun, ist viel praktischer und viel mehr Platz. Also, weil Sauna könnt ihr von den anderen sozialen Bereichen auch benutzen. Dann haben wir noch ein Schlafzimmer und was mir gefällt, an den Wandfarben könnt ihr sehen und die Bettwäsche sind wirklich immer passend. Das gefällt mir sehr und ist wirklich sehr süß mit den kleinen Deko-Sachen, könnt ihr sehen hier also. Ist wirklich süß eingerichtet und mit den weißen Schränken, weißen Gardinen und im Balkon habt ihr gleich das Geländer auch so als in weiß mit schönen Bildern. Und wieder Klimaanlage, die Lichter sind passend zu den anderen auch noch. Könnt ihr sehen, das wirklich sehr schönen Geschmack haben die hier. Wenn wir von hier weitergehen, gehen wir jetzt nach oben zu der Dachterrasse. Dort könnt ihr den wunderschönen Meerblick sehen. Kommen Sie mal mit. Also wir sind jetzt in der 3. Etage, was raus zu dem Dachterrasse geht. Aber noch so einen kleinen Platz habt ihr, so einen Waschbereich. Also mit einem Trockner, Waschmaschine haben Sie das verfügbar. Eure Wäsche könnt ihr hier hin tun und dann nach draußen können Sie das einfach aufhängen und so. Jetzt gehen wir mal raus. Ich nehme mal die. Also hier draußen könnt ihr sehen, ist wirklich ein wunderschöner Bereich. Ich muss meine Sonnenbrille antragen, weil ich kann dann meine Augen nicht aufmachen, leider. Entschuldigung dafür. Also wir haben wirklich eine saubere Terrasse mit Liegebetten, auch so einen Tischplatz haben sie mit den Stühlen auch noch. Oder wenn Sie möchten, können Sie auch hier grillen. Und unten können Sie auch grillen, da hat man auch so eine große Grille gleich unten. Und das können wir mal fragen, ob das in diesem Preis auch mitverkauft wird oder nicht. Aber ihr könnt sehen, wir haben einen wunderschönen Blick zum Meer von hier aus. Und die Gegend ist sehr ruhig. Also ihr könnt das hören, die ganzen Vögel, die Insekten und so, das kann man sehr schön hören. Und man ist mitten in der Natur, fühlt man sich wirklich. Zu den Bergen, zu den berühmten Taurusberge könnt ihr auch gleich gegenüber sehen. Wie ihr seht, wir sind in einem Villengebiet. Und wenn Sie mehr Informationen oder Fragen haben, können Sie mich sehr gerne kontaktieren. Ich war Berna Sari, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.